Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute gebe ich mal wieder den Rächer der Enterbten. Ich lege mich mit der heutzutage besonders gefürchteten Fraktion der toleranten, sanften und liebevollen Modernen an. Viele von Ihnen wissen, von welcher Bewegung ich hier spreche. Also die hat sich ja schon ziemlich etabliert heutzutage. Nicht nur in der Politik, im Alltag, natürlich auch in der Welt der Hunde. Was das Ganze mit dem Titel Meister der Arbeit zu tun hat, das werden Sie gleich im Laufe dieses Videos erkennen können. Also, ich freue mich schon auf Sie. Bis dann. Nun, wenn Sie eventuell öfter mal auf sozialen Plattformen im Internet unterwegs sind, dann werden Sie unweigerlich auch schon auf Posts zum Thema Hunde, Hundehaltung, Hundeerziehung, Hundetraining gestoßen sein, oder? Ja, also bei mir ist es so, ich führe einen Hundekanal, der langsam aber sicher schon an 6000 Abonnenten kratzt. Ist nichts Großes auf YouTube, wissen wir, aber ich bin noch kein Zwerg mehr. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, ich bekomme einen Haufen E-Mails meiner Zuseher, mit Sicherheit zwischen 70 und 80 in der Woche. Für mich ist das sehr viel, für andere ist das nur ein Klacks. Ja, und recherchiere mich eigentlich tagtäglich irgendwie beim Thema Hunde durch und lebe das natürlich auch in der Praxis mit meinem Hund Vito. Ja, also ich stoße sehr häufig auf sozialen Plattformen im Internet auf derartige Posts. Und wenn Sie dann da etwas bei den Kommentaren durchscrollen und sich da durchlesen, dann kommt es hier und da mal vor, dass jemand von sich gibt, er wäre Besitzer eines Gebrauchshundes. Boom! Na, mehr braucht er dann nicht. Zumeist wird er dann zerpflückt, kritisiert, gescholten oder auch Old School genannt. Ja, viele von Ihnen werden das schon erlebt haben oder miterlebt haben. Ja. Die Gebrauchshunderassen, ein Begriff erschaffen vom FCI, der 9 Hunderassen beinhaltet. Weshalb es nur diese 9 sind, ja, das müssen Sie den FCI fragen. Offizielle Erklärung ist diese, dass in dieser Kategorie nur Hunderassen vorhanden sind, welche ehemalige oder aktive Diensthunderassen, hier hauptsächlich Polizei- und Militärhunderassen vorhanden sind. Doch wir wissen alle, dass auf der ganzen Welt weit mehr Hunderassen bei Polizei und Militär zum Einsatz kommen. Doch diese 9 sind es offiziell vom FCI aus. Ich möchte die kurz mal ansprechen für alle diejenigen, welche nicht wissen, welche 9 Hunderassen da in diese Kategorie hineingehören. Das wären ganz klar der deutsche Schäferhund, der Dobermann, Rottweiler, Malinois, Riesenschnauzer, Airedale Terrier, Hoverwart, deutscher Boxer und Bouvier. Das sind diese 9 Hunderassen, welche offiziell als die Gebrauchshunderassen gelten. Alles herrliche Hunde und ich hatte mit jedem dieser Hunderassen schon das Vergnügen, am Platz arbeiten zu dürfen. Entweder selbst ausgeborgt bei Vorführungen oder als Konstruktor. Dabei kam ich, obwohl ich noch nie selbst einen besessen habe, mit den Dobermännern am besten zurecht. Diese Geschwindigkeit, welche diese Rasse innehat, die eine etwas langsamere allgemein darstellt als die des typischen Malis, aber eine etwas schnellere als die des typischen Rottweilers, auch häufig etwas hurtiger unterwegs als der typische deutsche Schäferhund, wobei wir wissen, dass es beim deutschen Schäferhund Linien gibt, Leistungslinien gibt, die in Red Bull gebadet haben und auch Malis alt aussehen lassen.
liegt mir diese natürliche Geschwindigkeit, die der Dobermann inne hat, am besten. Der ist auf mich fein getunt. Also wenn ich mir von einem unserer Mitglieder am Platz einen Dobermann ausgeborgt habe, um vorzuzeigen, wie man etwas tun sollte, dann glaubte das mit den Dobermännern immer am besten. Ich fühlte mich da am wohlsten. Auch die Schutzarbeit mit diesen Hunden genosse ich so ziemlich am meisten. Ja, aber herrlich zum Arbeiten sind sie alle neun, die Gebrauchshunderassen. Ja, zurück zu der Fraktion der toleranten, sanften und liebevollen Modernen. Wo ist Ihr Problem? Sie kommen mit Begriffen wie Gebrauchshund oder Gebrauchshundesport nicht zurecht, weil Hunde hier auf eine nicht zu tolerierende altmodische Art konditioniert werden. Das ist Ihre Ansage zum Thema. Das ist eine der Ansagen, welche ich schon unzählige Male gelesen habe, wenn es in solchen Posts um dieses Thema geht. Ja. Sie sind der Meinung, dass der typische Gebrauchshundesportler außerhalb vom Platz mit seinem Hund so umgeht oder so lebt, wie er es am Platz tut. Das heißt, Sie glauben, der typische Gebrauchshundesportler im Besitz eines Dobermanns, deutschen Schäferhunds, Rottweilers oder Co. zischt beim Gassigehen durch die Gegend und wirft mit Kommandos wie Fuß, Platz, Sitz, Steh, voran, bring, hopp und so weiter um sich. Nun, ich glaube eher, dass Sie da im Irrtum sind. Die meisten Gebrauchshundesportler, eingeschworenen Gebrauchshundesportler, die ich kenne, und ich kenne einige, sind mit ihren Hunden im Alltag weit lockerer unterwegs, als es Hundebesitzer sind, welche diese hypermoderne Erziehung bei Hunden empfehlen und auch leben. Das ist Fakt. Ja. Sie haben doch so viel moderne Ahnung von Hunden, oder? Dann erklären Sie mir bitte Folgendes. Das können Sie gern per E-Mail tun. Meine E-Mail-Adresse steht am Ende der Kanalbeschreibung. Ja. Weshalb sind alle Hunde, die am Platz arbeiten, zumindest alle, welche ich kenne, und das werden an die 50 sein, locker. Weshalb werden diese Hunde verrückt vor Freude, wenn sie von ihren Besitzern zu hören bekommen, heute fahren wir am Platz oder komm, Halsband drauf, ins Auto, wir fahren am Platz. Diese Hunde drehen durch vor Freude, drehen sich im Kreis, hüpfen am Stand, beginnen zu winseln, die Rute wackelt und sie können es gar nicht mehr erwarten, am Platz zu kommen. Erklären Sie mir das bitte, liebe tolerante, sanfte, liebevolle Fraktion der Moderne. Wenn diese von Ihnen so gern genannte Oldschool-Konditionierung eine qualhafte Dressurart für Hunde darstellt. Also wenn Sie Ahnung haben von Hunden, dann sollten Sie hier einen Widerspruch feststellen, möchte ich mal sagen. Ja, wenn Sie keine Ahnung haben von Hunden, dann werden Sie versuchen, das Ganze jetzt irgendwie auf Ihre Art und Weise zu bekräftigen. Ihre tolerante Einstellung. Ja. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Das ist Sport und nichts anderes. Und genau so sieht das auch der Hund. Ob Ihnen das in Ihr Weltbild hineinpasst oder nicht, das ist nun mal so. Ja. Hunde lieben die Action. Hunde sind Meister der Arbeit. Die lieben die Abwechslung, sowohl die körperliche wie auch die geistige. Das ist nun mal so. Befassen Sie sich etwas mehr mit der Familie dieser Tiere, dann werden Sie mir dabei zustimmen. Ja. Mir kommt so vor, als würde man heute in allem, das mit Schmackes zu tun hat, altmodische, toxische Maskulinität erkennen. Und diese ist bei vielen der modernen Fraktionen dieser Leute ja absolut nicht erwünscht und zumeist auch verpönt. Wie kann man nur? Ne? Doch diese Einstellung ist verrückt, ja, und entbehrt jeglicher Vernunft. Das kann ich Ihnen sagen. Und ich gebe Ihnen jetzt 3 Beispiele, welche genau Ihnen, wenn Sie zu dieser Fraktion gehören, die Haare aufstellen
werden. Da bin ich mir sicher. Schauen Sie, ich besitze seit etwa 25 Jahren Langwaffen. Ich liebe es, damit am Schießstand zu schießen und schöne Gruppen zu schießen. Es gefällt mir einfach. Das ist eine Art Wettbewerb, bei dem ich bin da nicht wettbewerbsmäßig unterwegs. Es ist ein Wettbewerb für mich. Mir gefällt das. Ich habe auch beim Bundesheer gern geschossen und war einer der besten Schützen dort. Mir gefällt das. Ich habe noch nie jemanden erschossen und habe das auch in Zukunft nicht vor und habe jetzt alles in die Wege geleitet, um das, was ich mit Langwaffen tun konnte am Schießstand, in Zukunft auch mit Kurzwaffen tun zu können, weil das ein Hobby ist von mir. Und dennoch laufe ich im Alltag nicht mit einer Schusswaffe bekleidet draußen herum und schieße auf irgendwelche Menschen. Ich sage Ihnen noch was. Ich zeige Ihnen jetzt was. Jetzt wird es ganz besonders arg. Ja, ich liebe Kampfsport von Kindheit an. Das ist eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich war nie ein guter Fußballspieler, aber ich war ein guter Karateka, bin dann vom Karate zum Boxen, dann zum Kickboxen gewechselt und habe das Ganze turniermäßig getan. Ich liebe das bis heute. Es hält mich fit. Ich kann mich auspowern. Andere Leute schreien ihren Frust in den Polster hinein, wenn sie einen schlechten Tag hatten. Für mich ist der beste Psychotherapeut der Sandsack. Früher waren es meine Sparingspartner, doch das Ganze verringert sich, je älter ich werde. Heute ist hauptsächlich mein Partner hier der Sandsack. Hält mich fit, gefällt mir, taugt mir. Und dennoch laufe ich im Alltag draußen nicht herum und schlage auf die Leute ein. Ich bin froh, wenn niemand auf mich einschlägt. Ich bin kein aggressiver Mensch, nur weil ich Kampfsport liebe. Im Gegenteil, ich gelte, Selbstlob stinkt, ja, aber als sehr sozialer Mensch. Ja, und bin eigentlich ein sehr verträglicher Typ. Dennoch liebe ich Kampfsport. Das ist nur Sport. Das ist alles. Wenn ich mit Vito unterwegs bin, nimmt die Spur eines Rehs auf, dann zische ich dieser Spur mit ihm hinten nach. Ich gebe ihm Action. Das gefällt ihm. Das ist ein Hauswolf. Das ist seine Welt. Hätte ich es darauf abgesehen, einen Jagdtrieb zu vermindern, würde ich das nicht tun. Doch das habe ich versucht. Ich habe gesehen, es klappt bei Vito nicht mit allen Tricks. Ich habe mit allen Werkzeugen aus meiner magischen Werkzeugkiste, wenn es um Hunde geht, gearbeitet. Keine Chance. Ja, jetzt habe ich das Ganze umgedreht, lass ihm den Spaß, habe ihn auf der 5-Meter-Leine und zisch mit ihm hinter der Rehspur nach. Wenn Vito meldet, lobe ich ihn. Das ist seine Aufgabe. Er ist ein Wachhund. Ja, ganz einfach. Action. Ich sage Ihnen was. Er genießt das. Er genießt diese Action. Er genießt das. Ich darf Hund sein. Und trotzdem arbeite ich einmal die Woche mit ihm an der Unterordnung. An den Grundkommandos. Ja, aber das hat mit dem Alltag überhaupt nichts zu tun. Was hat das alles mit toxisch maskulin zu tun? Der Gebrauchshundesport, der Kampfsport, der Schießsport zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die sind ein rotes Ding. Ein rotes Tuch für Leute, welche sagen, sie wären ein Oldschool-Hundebesitzer, wenn sie den Begriff Gebrauchshund verwenden. Ich sage Ihnen was, ich muss nicht toxisch maskulin sein, um meiner Frau zu gefallen. Die würde mich auch lieben, wenn ich nicht toxisch maskulin wäre. Und wäre ich toxisch maskulin, wie man es meinen könnte, weil ich gerne schießen gehe, weil ich den Kampfsport liebe und weil ich auch die Action Schmackes mit meinem Hund liebe, ne, dann würde ich auch dementsprechendes Parfum auftragen, wie Tuscan Leather von Tom Ford zum Beispiel. Doch ich liebe weit mehr Atomic Rose von Initio, ja, und das ist ein sehr femininer Duft. Ja, also wäre das auch ein Widerspruch, wenn das, wie gesagt, zum Thema. Ja. Aber ich sage Ihnen was. Viele von Ihnen, die hier von Oldschool Hundehaltung sprechen, von qualvoller Konditionierung oder Dressur von Hunden, einer Art der Hundeerziehung, die heute nicht mehr angebracht ist,
viele von ihnen sind in Wahrheit diejenigen, die ihre Hunde quälen. Ich kenne Leute ihrer Fraktion, die einen Dobermann führen, der unter keinen Umständen melden darf. Das könnte ja laut sein oder die Nachbarn stören. Weshalb zum Teufel nehmen sie sich dann den besten Wachhund der Welt? Ich kenne Leute, die Jack Russell Terrier besitzen. Jedes Mal, wenn dieser Hund eine Maus wittert und jagen möchte, wird ihm das verboten. Weshalb haben sie dann einen der besten Mäusejäger der Welt zu Hause? Ich kenne Leute, die verbieten ihren Cattle Dog, dass er einen Schritt vor ihnen geht. Weshalb nehmen sie sich dann einen Hüte- und Treibhund? Erklären Sie mir das. Ich kenne Menschen, die vegan leben und sich dazu entschlossen haben, ihre Hunde dazu zu zwingen, das ebenfalls zu tun, weil sie so tolerant sind. Sie verstehen, was ich meine. Das sind für mich die wahren Tierquäler. Sie nehmen ihren Hunden sämtliche Action. Der Dobermann darf nicht bellen, der Jack Russell Terrier darf die Maus nicht jagen oder gar töten. Ja, verstehe ich schon. Der Cattle Dog darf nicht ziehen, darf nicht vorlaufen. Ihr Hund muss vegan essen. Das ist modern. Sie tun es, Ihr Hund muss es auch. Für mich sind Sie nicht oldschool, denn es ist ja modern, aber für mich sind Sie diejenigen, die ihren Hund qualvoll konditionieren. Ja? Nicht diejenigen Oldschool-Hundebesitzer, welche von Ihnen so häufig kritisiert werden. Ja? Das ist meine Meinung und das wollte ich heute unbedingt gesagt haben, auch wenn ich mir hier einiges an Feindschaft zulege. Ja, das nehme ich in Kauf, denn ich bin mir sicher, dass der Großteil meiner Zuseher das so sieht wie ich. Denn es ist verrückt, was sich in solchen Posts, wenn man von Gebrauchshunden oder Abrichtersport schreibt oder gar davon schreibt, dass man mit seinem Hund, weiß ich nicht, in einer Art und Weise mit Schmackes unterwegs ist, vielleicht seine Meldefreudigkeit lobt oder wenn er sich dominant gegenüber einer Gefahr zeigt, wenn man das vielleicht beim Hund lobt, um Gottes Willen. Wie kann man das heutzutage tun? Das ist oldschool, das ist qualvolle Dressur, qualvolle Konditionierung. Heute hat alles herumzuflattern wie ein Schmetterling. Liebe Fans von Gebrauchshunderassen, von Molosser, von Terriern, von Jagdhunden, erziehen Sie Ihre Hunde artgerecht. Halten Sie Ihre Hunde artgerecht. Haben Sie einen Hüte- oder Treibhund, dann lassen Sie ihn Gas geben. Haben Sie einen Terrier, ja, dann drücken Sie ein Auge zu, wenn er hier und da mal eine Maus oder eine Ratte jagen möchte. Wenn Sie einen typischen Wachhund zu Hause haben, wie einen Dobermann, ja, dann lassen Sie ihm seiner Natur nachgehen. Er soll melden, dafür ist er da. Ja, und wenn Sie das alles nicht wollen, dann kaufen Sie sich einen Stoffteddybär. Auch mit dem kann man schmusen und dem kann man alles verbieten. Das macht dem nichts. Ja? Aber erzählen Sie mir nichts, was oldschool ist und was modern ist. Ja? Ja, so viel zu diesem Video, liebe Zuseher. Ich hoffe, Sie haben genau verstanden, was ich damit gemeint habe. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage, das war's schon wieder.